Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Battlemage W27 und dort nähern wir uns bald der magischen Stufe 600. Mein zweiter Account, den ich dann auf Stufe 600 geknallt habe, und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Bald wird es soweit sein und ja, ich bin gespannt, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Ich denke mal, ich kriege nochmal ein Kalenderlevel-Up dazwischen, ja. Safe auf jeden Fall nochmal. Dungeons können wir heute mal reinschauen, ob was geht, aber ich glaube nicht. Als Battle Mage ist ja sowieso dungeon-technisch. Es ist ein Krampf. Es ist ein Krampf. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ja, wir schauen mal rein, ob was geht, aber ich glaube, es wird heute nichts liegen. Ansonsten würden wir uns natürlich schon der 600 schon ganz schön nähern, weil die letzten Dungeon-Gegner, die hier offen sind, die geben natürlich alle 300 Millionen XP und ja, da schauen wir mal, ob wir das heute angepeilt kriegen hier irgendwie, ne? Ansonsten in der Gilde Black Bull hier am Start, geleitet vom Seraphim hier vom Yami hier auf dem Server, immer noch sehr aktiv, coole Gilde, ziemlich stark, die Battlemage-Gilde mit dem Battlemage-Server hier, ne, der Server, wo der Battlemage released ist. Deswegen sind hier auch vermehrt Battlemages auf dem Server. Mal schauen, wo wir uns hier gerade eigentlich IHOF-technisch, gildentechnisch befinden. Platz 35. Ja, kann man machen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier reingeschaut habe, aber wir sind ja hier, denke ich mal, schon ein bisschen gestiegen. W20 haben wir überholt hier schon mit W27. Mal schauen, ich hatte ja eine Zeit lang hier die Gilde mal in der IHOF beobachtet, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich muss mal schauen, was ist hier eigentlich die höchste .NET-Gilde? Haben wir hier noch über uns eine? W7 ist noch am Start, ja. Aber der Server ist auch 20 Server älter als unser Server, ja. W7 ist hier noch. Haben wir noch einen höheren Net-Server? Oh, W1, ja, okay, ja, das ist klar. Das ist klar, W1 ist natürlich hier auch gut unterwegs. Aber auch heftig zu sehen, W1 hat auch schon Celtic überholt hier, ne? Boah, also W1 auch krasse Gilde hier am Start. Ja, W1 die heftigste Net-Gilde auf jeden Fall. Ja, aber wir gucken mal kurz bei uns hier in die IHOF rein, wie wir uns hier schlagen, ne? Der Battlemage wurde ja ziemlich oft für eine Late-Game-Klasse gehandelt. Es ist auch auf jeden Fall, würde ich sagen, macht auch ziemlich Spaß. Wenn man es PvP-technisch sieht, ist er einer der stärkeren Late-Game-Klassen, safe. Dauert halt lange, bis der sich entfaltet, aber ist schon ziemlich strong. Noch stärker würde ich den Assassin als Late-Game-Klasse einstufen, auch wenn die Klasse ziemlich preisintensiv ist aufgrund der zwei Waffen, die halt immer optimiert sein müssen, mit 2 optimierten Steinen etc. Ist schon ziemlich aufwendig. Aber durch diese Konstanz von diesen 2 Waffen ist es halt vom Schaden her, würde ich sagen, konstanter noch als der Kundschafter im Direktvergleich und daher auch für den PvP-Bereich eventuell ein bisschen besser geeignet. Und ja, das wäre auf jeden Fall so mein Ranking. Ich würde sagen, glaube ich, so PvP-Late-Game-Klassen würde ich Assassine, glaube ich, so ranken. Dann eventuell Battlemage und Krieger. Ja, wäre so mein jetzt subjektives Ranking so für PvP ganz Late Game. So, ne? Ob das stimmt, kann ich euch jetzt nicht so sagen, ne? Aber subjektiv würde ich euch das jetzt so mal, oder würde ich es jetzt so behaupten einfach mal. Ne? Ob es so ist, kann ich jetzt nicht für meine Hand ins Feuer legen. Ey, wir dominieren aber ganz gut eigentlich jetzt hier gerade, ne? Aber jetzt kommen hier noch die Late-Game-Kracher. Ja, zack, da kommt der Feuerball. Ja, die Late-Game-Kracher sind natürlich die hier. 649 ist eine heftige Ansage. So weit ist natürlich auf unserem Server noch keiner. Es gibt den ersten 600er, glaube ich. Ich glaube, Freedom war das. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Hat, glaube ich, den ersten 600er hier auf dem Server geknackt. Ist nicht der erste 600er Battlemage generell. Ich glaube, das ist auf irgendeinem älteren Server. Muss zum gleichen Zeitpunkt angefangen haben. Wie W27 gestartet ist, hatte der natürlich ein bisschen besseren Vorteil und spielt halt dann auf XP. Also nicht der erste 600er generell, aber Freedom, glaube ich, der erste 600er auf W27 als Battlemage. Ne?
So, und dann hier nochmal ein 669er, Alter. Das ist aber auch krank hier, ne? So, da wird natürlich nichts gemacht hier mit dem Feuerball. Ja, da kommt nichts durch, aber ach, auch wieder knapp. Ich glaube, es ist immer noch so, ne, dass man nur Loses sieht. Ne? Ich glaube, man sieht nur Loses in der E-Hoff. Das ist so ein Ding hier irgendwie. Ja, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ja, da muss ich gleich mal durchdrehen hier. Da drehen wir gleich mal hier am Rad. Mal schauen. Ansonsten gucke ich mal noch gleich, was meine Daily Quest ist und dann schauen wir mal direkt in die Dungeons rein. Ja, vielleicht nähern wir uns hier. Die müssen wir aber, die mache ich mal noch ganz fix. Wir haben ja hier Hydra, haben wir hier auch, schwanken wir immer zwischen 19 und halt die 20, also unzählige Hydra, so, ne? Also den maximalen Boni, den man bekommen kann durch die Hydra. Das schmeckt hier natürlich auch sehr gut, vor allen Dingen auf dem Level oder in dem Levelbereich, wo ich mich hier befinde, bekommt man noch deutlich mehr XP als auf meinem Main. Ich sag mal, Stufe 600 ist im Vergleich irgendwie noch easy. Es ist noch easy von der XP her. Man bekommt hier 36 Mille, ja, zu XP-Event. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt im XP-Event auf meinem Main waren, aber normal bekomme ich, glaube ich, auf meinem Main irgendwas zwischen 16 und 17 Millionen. Ja, ich glaube, das kommt fast so ungefähr hin, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ja, ich habe jetzt nur den normalen XP Bonus im Kopf, jetzt nicht mit Dings hier. So, holen wir uns auch nochmal XP-Balken, bisschen mehr gefüllt. Und ja, von der Skillung her, ja, ich glaube, der Seraphim, der hatte mich, ja, der hatte hier die Dings wieder reingeschickt hier, da hatte ich die meisten Base-Stats gemacht. Ich glaube, das erste Mal oder so, ansonsten war ich immer auf Platz 2 oder 3. Jetzt auf Platz 1 mal, aber es ist hier immer relativ auf Augenhöhe, sag ich mal. Und hier auf dem Server mache ich gar nicht mal so viel wie auf meinem Main. Auf meinem Main wird wirklich, da wird die Aktivität aber anders ausgenutzt, hier auf dem Account. Hier mache ich wirklich nur das Nötigste und das Nötigste reicht, sag ich mal, für einen Stufe 600er Account, dass der so 6000 plus Basispunkte im Monat macht. Ne? Würde ich so sagen. Alles darüber ist halt wirklich schon sehr optimiert gespielt, sag ich mal. Ne? Und ich habe noch nicht mal die Goldgrube hier komplett gemaxt. Jo, genau, ja, gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein in die Dungeons auf jeden Fall. Ich sag euch eins, die Tries auf den Battle Mage, die sehen hier immer sehr verlockend aus, ja. Aber lasst euch nicht täuschen. Die Prozentchancen für die Gegner hier liegen gegen 0. Ja, ich habe es ausgerechnet mit SF Tools. Die gehen gegen 0. Auch wenn die Tries hier gut aussehen. Okay. Die gehen wirklich gegen 0, ja. Also 0,03 oder so hatte ich irgendwas gehabt an Prozentchancen so, ne, gegen die Gegner hier. Aber der Battle Mage ist halt so ein konstantes Schwein, ja, dass man hier wirklich kaum abweicht eigentlich so, ne. Man ist immer ungefähr in derselben Range. Das Einzige, was es halt random macht, ist halt die Waffenspanne. Und davon sollte man eine möglichst hohe haben, eventuell als Battle Mage, weil du eh schon so konstant bist im Schaden, ne? Und das ist das Einzige, was halt abweicht, so ein bisschen, ne? Ansonsten haust du halt, wenn du jetzt hier noch die, ja, ich sag mal, eine Spanne von ja, weiß ich nicht, 3 hättest oder so, dann machst du wirklich immer denselben Schaden, ne? Kommt dann halt drauf an, ob du mal einen Crit hittest oder einen mehr und mal einen weniger. Aber ansonsten passiert da fast gar nichts, ne? Und das ist das Einzige, worauf wir uns hier verlassen können in den Dungeons, dass wir halt mal ein bisschen gut rein kritten mit einer guten Waffenspanne hier, ne? Dass wir da mal ordentlich einen rausgezwiebelt bekommen. Ja, man hält einiges aus auf jeden Fall, ne? Aber wie gesagt, ich könnte hier, glaube ich, noch ja, hunderte Tries reinmachen. Dass der liegt, ist schon wirklich sehr unwahrscheinlich. Das sind wirklich Bait-Angriffe hier. Aber wie gesagt, als Battle Mage weiß man halt eigentlich so, wo so seine Grenzen liegen. Ne? Da braucht man nicht so viel reinstecken. Ansonsten, wenn du hier weiterkommen willst, musst du abnormal viele Tries in den Dungeon reinbuttern. Ansonsten weißt du halt eigentlich, wo so als Battle Mage wo du gerade stehst, ne? Weil der halt eben so konstant ist. Ne? Also, auch wenn die Tries wirklich sehr gut aussehen, muss ich sagen, ne? Es ist halt wirklich
unwahrscheinlich, dass der trotzdem noch liegt. So, der Poseidon ist hier noch unwahrscheinlicher. Hier ist das Einzige, dass halt die Kunigunde ein bisschen carryen kann, weil sie halt ausweichen kann, so vom Ding her. Aber alles andere ist hier halt auch einfach so ungefähr auch dasselbe. Ne? Hier mache ich halt auch nicht viel. Da haue ich meinen Feuerball raus, Junge, der bringt fast auch gar nichts. Und dann passiert hier auch nichts mehr auf dem Battle Mage. Ne? Ich meine, ich stecke viel ein, aber es kommt halt danach nichts mehr. Ne? Ich kann nicht ausweichen, ich kann nicht blocken, ich kann nicht healen, ich kann gar nichts. So, das ist halt der Battle Mage. Ne? Aber ja, trotzdem, PvP-technisch gesehen, finde ich die Klasse weiterhin top und macht mir auch nach wie vor immer noch Spaß, hier auf dem Server W27 zu spielen. Genau. Ja, was ich zur Skillung sagen wollte, ich gehe hier jetzt wieder ein bisschen mehr in Richtung 60-40 vom Verhältnis her. Bin ich, glaube ich, momentan nicht ganz. Und es liegt halt daran, weil hier halt sehr viele Battle Mages auf dem Server halt eben sind. Und da sollte man dann eher ein bisschen mehr von seinem eigenen Hauptattribut stacken, weil es halt eben besser ist gegen die eigene Klasse. Und sieht man auch hier zum Beispiel, der Freedom, der macht das auch, der hat auch sehr viel Stärke, wenig Ausdauer. Der Fitchel ebenso. Hier Seraphim, genau das gleiche. Ihr seht, wo die Reise hingeht. Und ja, ich hatte jetzt ein bisschen mich auf Beleben konzentriert, dass ich hier die 1 Milliarde geknackt habe. Ne? Das ist auf jeden Fall cool. Habe jetzt ein bisschen mehr als 1 Milliarde Leben. Ist nice. Jetzt gehe ich aber erstmal wieder weiter auf Stärke. Und ja, das ist so mein Plan. Ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich mit dem Battle Mage wieder, wenn wir hier Stufe 600 erreicht haben. Ne? Ist ja in nicht allzu absehbarer Zeit. Kalender-Level-Up dauert noch 15 Tage. Bis dahin habe ich das Level hier erreicht. Also werde ich wahrscheinlich durch das Kalender-Level-Up ein Level aufsteigen. Ne? Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in 15 Tagen hier wieder auf dem Battle Match. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.